Das ist Emily Kempin-Spiri. In der Hand hat sie einen Brief, wo eine grundsätzlich freudige Nachricht drin steht. Im Kanton Zürich dürfen endlich auch Frauen den Rechtsanwaltsberuf ausüben und somit Leute vor Gericht vertreten. Obwohl sie die Person ist, die sich am meisten über das freuen müsste, sitzt sie nach einem Nervenzusammenbruch in Berlin fest und stirbt kurze Zeit später. Wie ist es so weit gekommen? Warum hat sie trotz ihrem jungen Alter nicht mehr in die Schweiz zurück können, um von ihrem erkämpften Recht zu profitieren? Und was hat das Sofa mit ihr zu tun? Fangen wir dieser Geschichte ganz vorne an. Am 18. März 1853 wird Emily Spiri hier in Altstetten als Tochter von einem Pfarrer geboren. Falls dir ihr Name bekannt vorkommt, die Autorin von Heidi, Johanna Spiri, ist ihre Tante. Mit 22 heiratet Emily Spiri den Pfarrer Walter Kempin, der sich stark für soziale Themen und arme Menschen einsetzt. Zusammen ziehen sie in die Enge in Zürich und gründen hier eine Familie. Nach der Geburt von ihren 3 Kindern wird Emily Kempin-Spiri unzufrieden mit sich selber. Als Frau von einem Pfarrer sieht sie das Gebrechen der menschlichen Gesellschaft. Gemäss ihrer eigenen Einschätzung ist sie aufgrund von ihrer fehlenden Vorbildung nicht fähig, etwas für die Menschen zu leisten. Ihr Mann schlägt ihr vor, Jus zu studieren und hilft ihr, die Matura zu bestehen. 1885 wird sie dann an der Uni Zürich die erste weibliche europäische Jus-Studentin. Emily Kempin-Spiri besucht einen klaren Männerstudiengang. Gleichzeitig ist sie verheiratete Hausfrau und Mutter von 3 kleinen Kindern. Aber Anna, wie ungewöhnlich ist es denn überhaupt damals, dass Frauen studieren dürfen? Gute Frage, Loris. Wenn du immer so gescheite Fragen stellen würdest, dann wirst du vielleicht auch etwas Erst 11 Jahre vorher hat die erste Schweizerin überhaupt promoviert. Zwar war auch das sehr umstritten. Weil es sich aber beim Medizinstudium um eine pflegende Branche handelt, ist es generell akzeptierter, als wenn eine Frau etwas wie Recht studiert. Viele sind also gegen so ein Studium für Frauen. Unter anderem ihre eigene Familie. Nur ihr Mann Walter steht weiterhin hinter ihr. Er ist auch die erste Person, die sie gerne vor Gericht vertreten will. Als sie das probiert, wird sie aber zuerst gar nicht in den Gerichtssaal hineingelassen. Wegen ihr als Frau das Aktivbürgerrecht fehlt, darf sie nicht vor Gericht, meint auch der Richter. Die Emily zitiert als Antwort den 4. Artikel in der Verfassung. Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich. Die Begründung, die sie bis ans Bundesgericht zieht, wird aber auch von dem abgelehnt. Frauen aufgrund des 4. Artikel im gesamten Recht gleichzustellen, kann nicht billigt werden. Ja, also mit alle Schweizer meinen wir echt alle Schweizer. Also ich sehe hier keinen Genderstern. Obwohl sie nicht Recht bekommt, ist es eine sehr grosse Leistung, dass sie sich schon während ihrem Studium vor das Bundesgericht traut. Wir getraut uns immer den Empfang zu fragen, ob wir hier filmen dürfen. 1887 schliesst sie ihr Studium mit Magna Cum Laude ab, also mit der zweitbestmöglichsten Note. Ihre Versuche, in der Schweiz als Anwältin oder als Dozentin zugelassen zu werden, sind aber aussichtslos. In der gleichen Zeit liest sie in der Zeitung immer wieder über Juristinnen in den USA. Wenn sie sich in der Schweiz in einer Sackgasse sieht, richtet sie ihren Blick also auf Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zusammen mit Kind, Kegel und Ehemann reist sie im August 1888 auf New York. Mit einem Wörterbuch in der Hand fängt sie schon auf dem Schiff so schnell wie möglich an, Englisch zu lernen. Angekommen wird sie schnell von einem feministischen Kreis aufgenommen und für ihre Begeisterung und ihre innovativen Ideen geliebt. Zusammen mit dem Kreis oder Arbitration Society schafft sie in einer Beratungsstelle, wo arme Menschen Unterstützung finden. Alle Rechtsfälle werden direkt an Dr. Jur. Emily Kempin-Spiri zugewiesen. Zwar haben New Yorker Frauen seit kurzem theoretisch vor Gericht antreten. Ihr als Ausländerin haben wir das aber nicht erlaubt. Auch hat man New Yorker Frauen generell nicht erlaubt, an juristischen Ausbildungen teilzunehmen. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie sind also angewiesen auf Männer, die ihre Fälle vor Gericht vertreten. Wenn sie sich aber zu wenig melden, die für den wenig Lohn arbeiten wollen, müssen sie ihre Beratungen früher oder später einstellen. Und gründet eine eigene Rechtsschule. Nach dem Motto, wenn ihr uns nicht unterrichten, dann machen wir es halt selber. Ich habe doch nichts dafür. Mit der finanziellen Hilfe von reichen Unterstützerinnen hat Emily Kempin eine Law-Klasse gegründet. Wegen dem grossen Zusturm dieser Klasse hat sie die City University von New York nach nur einem Jahr in sich eingegliedert. Ironischerweise die Schule, die noch vor 2 Jahren der Emily nicht erlaubt hat, Vorlesungen zu besuchen, nimmt sie jetzt als Dozentin auf, wo sie auch noch Männer unterrichtet. Ein absoluter Meilenstein für Frauen im Recht. Während die Träume von der Emily langsam in Erfüllung gehen, findet sich aber ihr Mann und ihre Kinder in New York nicht zurecht. Sie gehen darum zurück in die Schweiz. Nur ihre jüngste Tochter bleibt bei ihr. 1891 schliessen dann ihre ersten Studentinnen mit einem Diplom ab.
Sie werden später selber zu Dozentinnen oder gehören zu den ersten Frauen, die in New York vor Gericht zugelassen werden. Trotz diesen riesigen Erfolg vermisst sie ihre Familie zu fest. Ihr Sohn wird zu allem anderen noch stark krank und sie entschließt sich, New York zu verlassen. Sie hofft, dass die Schweiz mittlerweile weiter ist und bewirbt sich an der Uni Zürich wieder als Privatdozentin. 2/3 vom Unisenat ist zwar dagegen, dass sie angenommen wird. Der Erziehungsrat gibt ihr aber eine Chance. Ihre Vorlesungen werden jedoch von der Presse belächelt. Sich als Mann von einer Frau belehren zu lassen, sei demütigend. Von einer Frau. Als Privatdozentin hat sie nur wenig Vorlesungen. Und der wenig Lohn, den sie dafür bekommt, reicht nicht, um ihre Familie über Wasser zu behalten. Aber auch für ihre Ambitionen ist die Stelle nicht genug. An der Bahnhofstrasse 52 eröffnet sie ein Rechtsbüro mit ihrem Mann, der mittlerweile selber angefangen hat zu studieren. Am gleichen Ort bietet sie private Rechtskurse an, die anders als ihre Uni-Vorlesungen komplett überrannt werden. Und genau jetzt, wo wir hier filmen, ist natürlich da die einzige Baustelle an der Bahnhofstrasse. Auch unterrichtet sie an einer höheren Tochterschule, gründet einen Frauenschutzverein und veröffentlicht alle 2 Wochen eine Zeitungsbeilage über Frauenrecht. Nach wie vor darf sie aber nicht vor Gericht. Dagegen reicht sie beim Kantonsrat eine Petition, wo er das Anliegen aber wieder ablehnt. Wahrscheinlich haben all die Kämpfe und finanziellen Schwierigkeiten auch Auswirkungen auf die Beziehung zu ihrem Mann. Die Ehe mit dem Walter geht in die Brüche. Ihre bisherige Erfolg und die daraus entstandene internationale Bekanntheit ermöglichte Emily Kempin-Spiri einen Neustart in Berlin. Sie versucht dort an den Erfolg von New York anzuknüpfen. Die Schweiz ist für sie noch nicht bereit. In Berlin engagiert sie sich in der aufblühenden Frauenbewegung und wird für viele zum Aushängeschild. Sie arbeitet in einem Rechtsbüro, hat mehrere Vorträge in ganz Deutschland und ist auch als Dozentin tätig. Sie hilft auch bei der Überarbeitung des deutschen Familien- und Eherechts im bürgerlichen Gesetzbuch mit. Ihre Formulierungen dort sind zwar recht progressiv für die Zeit, für die neue Generation von Frauenrechtlerinnen ist sie aber zu vorsichtig. Sie wird offen dafür von ihren eigenen Kreisen kritisiert. Wo sie sich und vor allem das bürgerliche Gesetzbuch verteidigt, wird das Ganze nur noch intensiver. Sie wird bezeichnet als Schweizerin, die ungerechtfertigt die nach Recht suchenden deutschen Frauen angreift. Auch von familiären Sorgen ist Emily in Berlin nicht befreit. Ihre ledige Tochter wird schwanger von einem verheirateten Mann, was ein absoluter Skandal ist zu dieser Zeit. Emily holt sie dann auf Berlin und muss sie unterstützen. Auch ihr Sohn verliert wegen dem Ganzen seine Lehrstelle und verlangt von der Mutter, dass sie ihm ein Musikstudium finanziert. Zu all dem wird 1897 bei ihr auch noch Gebärmutterkrebs diagnostiziert. Das, zusammen mit der finanziellen und familiären Lage, führt bei ihr zu einem Nervenzusammenbruch. Zur Erholung geht sie in ein Sanatorium in Berlin, wo sie sich vornimmt, in Ruhe an einer Arbeit zu schreiben. Bei der Verabschiedung von ihrer jüngsten Tochter wissen beide noch nicht, dass sie sich gerade zum letzten Mal gesehen haben. Da sind wir zurück, wo unsere Geschichte angefangen hat. Im Juli 1898 passiert das, wo Emily ihr ganzes Leben lang dafür gekämpft hat. Nach einer Abstimmung dürfen die Frauen im Kanton Zürich den Anwaltsberuf ausüben. Eine von ihren Studentinnen wird kurz darauf die erste Anwältin in der Schweiz. Diese Nachricht erreicht Emily zu einem Zeitpunkt, wo sie schon am Ende ihrer Kräfte ist. Noch im gleichen Jahr wird sie in Berlin entmündigt. Obwohl sie wahrscheinlich nichts lieber machen wollte, als zurück in die Schweiz als Anwältin zu arbeiten, hat sie das spätestens jetzt aufgeben. 1899 wird sie in die Baslerische Irrenanstalt Friedmatt überliefert, wo ihre hysterische Psychose diagnostiziert wird. Auch ihr Gebärmutterkrebs wird immer schlimmer. Herzzerreißend, ein Zitat aus ihrer Krankenakte. Sehr schmerzhaft. Heute Nacht wieder sehr viel herumrumort und viel geweint. Sie verweigert hartnäckig Morphium. Ihre Briefe in die Aussenwelt werden von der Klinik nie versendet. Auch ihre Anfrage um eine Verlegung nach Zürich, damit sie ihrer Familie näher sein kann, wird nicht respektiert. Am 12. April 1901 stirbt sie mit 48 an der Folge von ihrer Krankheit. Während Emily nach ihrem Tod immer mehr in Vergessenheit geraten, dürfen die Frauen 1923 endlich auch schweizweit den Anwaltsberuf ausüben. Erst als die Schriftstellerin Evelyn Hasler über sie recherchiert und 1991 das Buch «Die Wachsflügelfrau» über sie herausbringt, bekommt Emily Kempin-Spiri wieder verdiente Aufmerksamkeit. Heute erinnert an ihren Geburtsort in Altstätten der Emily Kempin-Spiri-Weg, eine Plakette beim RBI und an der Uni Zürich steht das Sofa oder Chaiselongue, erstellt von der berühmten Zürcher Künstlerin Pippi Latirist. Das, was Sie aber wahrscheinlich fast am meisten freuen würde, ist, dass heute fast 2/3 von allen Rechtsstudierenden an der Uni Zürich weiblich gelesen sind. Und dass die den Beruf dann auch uneingeschränkt ausüben dürfen. Wow, sogar uneingeschränkt. Ist das lustig?
So ein Scheiß. Dank dem Kampfgeist und Mut von der Emily Kempinspiri sind in den USA und in Europa Türen geöffnet und Akzeptanz geschaffen worden für die nach ihr gekommen sind. Alle ihre Schülerinnen, die selber zu Vorbildern geworden sind, haben aufgrund von ihrer Vorarbeit weiterkämpfen. Das überdimensionale Sofa Chaiselong. im Lichthof der Uni Zürich ist 2008 zu ihren Ehren erstellt worden. Es symbolisiert die Grundlage, die sie erschaffen hat. Am besten hat Pippi Lotteris bei der Eröffnung gesagt: Ruhen Sie sich darauf aus, denken Sie nach, aber schlafen Sie nicht ein dabei. Video fertig! Yeah! Das Video wäre nicht möglich gewesen ohne ganz viele Archive und Leute, die es unterstützt haben. Auch danken wir der Autorin Evelyn Hasler, die den unglaublichen Mensch wieder auf die Bildfläche gebracht hat. Haben Sie schon mal von der Emily Kempinspiri gehört? Und welche Loris sollte als nächstes am Fenster shooten? Wir jedenfalls hoffen, dass es euch noch nicht komplett abgelöscht hat und beim nächsten Video wieder dabei sind. Tschüss. Ciao. Au revoir. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss, au revoir. Boah, nie schaffen wir es. Tschüss. Au revoir. Ciao. Ich muss fucking Ding. Okay. Tschüss. Au revoir. Ciao. Und ciao.